There's a new cowgirl in town. Wir sind wieder unterwegs und nehmen euch diesmal mit zu einer Brauereibesichtigung. Falls es klappt, wir wissen noch nicht, ob wir Tickets bekommen, um reinzugehen. Und ansonsten schauen wir uns so oder so das Gelände an. Es gibt Barbecue, also wenn man hungrig ist oder nicht betrunken aus der Besichtigung kommen möchte, fühlt es sich vorher noch ein bisschen zu essen. Und ansonsten testen wir jetzt schon mal das erste Bier. Wir haben uns Tickets für die Tour gekauft und das Coole ist, man kriegt ein bisschen Merch dazu. Zeigen wir euch nachher so einen Beutel, einen isolierten Becher für kalte Getränke und für jede Person kriegt noch 3 Tokens. So sieht das Ganze aus, um an der Bar sich ein Bier zu nehmen. Und da kann man sich dann komplett aus der ganzen Palette was aussuchen. Wir haben noch ein bisschen Zeit bis zur Tour, deswegen gönnen wir uns schon mal ein Bier und auf der Tour oder für die Tour kann man sich dann auch noch mal in die Hand ein Bier mitnehmen. Also auf jeden Fall cool, super Atmosphäre, genauso wie die anderen Brauereien rum um Austin. Man kann hier auch einfach kommen, um Bier zu trinken, Footballspiel zu gucken, Live-Musik gibt es hier auch. Deswegen super Atmosphäre. Ungefähr 2 Stunden Fahrt von Austin, aber auf jeden Fall sehr zu empfehlen und China, deren Bier schmeckt aber richtig gut. Also wenn jemand auch mal richtiges Bier will, dann ist man hier an der richtigen Adresse. Welches Bier hast du da? Ich habe hier Czech Pilsner nennen die das. Schmeckt wirklich gut. Natürlich wie alles in den USA leicht süßliche Note, aber weit entfernt von einem IPA, kann man wirklich trinken. Und natürlich deren erfolgreichstes Bier ist Shiner Bock Bier. Wirklich sehr zu empfehlen, kann ich jedem empfehlen, der in den USA ist und an dieses Bier rankommt, mal zu probieren. Ich glaube, für die deutschen Geschmacksnerven wird das auch sehr angenehm sein. In Texas kriegt man das überall, in jeder Bar, Restaurant und im Supermarkt. Außerhalb von Texas muss man dann zu den ganzen Liquor Stores zum Beispiel gehen. Die haben dann auch Bier aus verschiedenen Ecken in den USA. Zum Beispiel in New Jersey, in New York haben wir auf jeden Fall auch Shiner Bock bekommen. Also ein kleiner Geheimtipp, wenn ihr mal in den USA seid, schaut mal, ob ihr an das Bier rankommt. Es ist auf jeden Fall meiner Meinung nach das beste Bier in den USA. Ich habe natürlich noch nicht alles wirklich getrunken, aber schon vieles ausprobiert und Shiner Bock Bier ist auf jeden Fall mein Favorit. Also klare Empfehlung. Ich habe mir mit meinem Token einen Shiner Light gegönnt. Die hatten natürlich nicht aus dem Zapfhahn das Shandy mit Zitronengeschmack,
weil es ja auch klar ist, das wird wahrscheinlich nur in Flaschen abgefüllt. Aber das ist auch sehr, sehr gut für meinen Biergeschmack. Und was ich hier wieder mal sehr mag, es ist sehr, sehr kinderfreundlich, trotzdem hier Bier, also Alkohol gebraut wird. Ja, wir können unser Kind einfach mitnehmen in die Brauereibesichtigung, fürs Bier. Es gibt noch mal eine andere, wo, ich sag jetzt mal, Hartstoff gemacht wird. Da sind Kinder nicht erlaubt, da kann man erst ab 21 rein. Zweite Runde. Ja. Wir testen weiter aus. Wir haben 2 verschiedene Biere. Nicht von den Namen verwirren lassen. Einmal Oktoberfestbier. Ne? Und im anderen Becher, jetzt kommt's, Festbier. Man kann es leicht verwechseln, aber angeblich 2 verschiedene Sorten. Also fangen wir mal an mit dem Oktoberfestbier. Oh, das ist geil. Ja, das geht ungefähr in die Märzen-Richtung, würde ich mal sagen. Es hat so einen wässrigen Abgang, aber doch eine stärkere, dunklere Note. Finde ich super. Also dafür gibt es auf jeden Fall einen Daumen hoch. Jetzt zu dem Festbier ohne Oktober. Ne? Schmeckt genauso, nur wie eine Light-Variante. Vielleicht, weil das Oktober fehlt. Ein bisschen leichter. Also der Unterschied ist kaum merkbar, aber beides finde ich sehr gut von der Note. Ist auch ähnlich das, was man so in Deutschland kriegt. Also auf jeden Fall 2 Daumen hoch. Bei der Brauereibesichtigung war es leider nicht erlaubt, Videos zu drehen. Wir durften aber Fotos machen und wir hoffen, ihr könnt mit diesen Bildern ein paar Eindrücke gewinnen. Wir sind fertig mit der Brauereitour. War auf jeden Fall sehr cool. Bisschen Geschichte erzählt, etwas von dem Brauprozess, aber doch sehr locker, unterhaltsam gehalten. Ich muss sagen, ich habe noch nicht so viele Brauereitouren gemacht, aber auf jeden Fall von denen, die ich bisher so hatte, auch in Europa, war das auf jeden Fall die beste für mich, weil es ist so eine gute Balance aus Information, unterhaltsam und trotzdem dieses texanische, lockere, freundliche. Nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch die Besucher natürlich. Also auf jeden Fall eine sehr, sehr große Empfehlung für jeden, der nach Texas kommt. Shiner, Texas, Kosmos Spätzle-Brauerei. Eine riesige Empfehlung. Man kann nebenbei sein Bier trinken, zuhören, sich das Ganze anschauen. Da sind Fotos, Memorabilia, auch das Giftshop-Merch. Wirklich cooles Zeug, weil hier verkauft jeder Merch und das ist manchmal so billig oder hässlich, aber hier bei Shiner ist das wirklich cool. Also man sieht, da hat sich jemand wirklich vom Marketing Mühe gemacht, wirklich cooles Merch anzubieten. Und nicht nur T-Shirts und Mützen, sondern auch Bierflaschenöffner, LED-Schilder,
verschiedene Accessoires auch für höherprozentige Drinks und so weiter. Wirklich cool gemacht, tolle Anlage und wie immer sehr gutes Bier. Also auf jeden Fall 5 von 5 Sternen, sehr zu empfehlen. Zum Thema Marketing. Der gute Kosmos, der wusste auch schon, was geht. Der hat nämlich den Leuten auf den Feldern täglich frisches Bier gebracht. Und dann wurde das Ganze populär. Richtig cool. Und ich habe mir jetzt nochmal ein alkoholfreies gegönnt. Und wisst ihr was? Der Abgang ist wie Staudensellerie. Also in China haben sich damals Deutsche und Tschechen angesiedelt. Und 1914 kam der gute Kosmos. Die haben nämlich extra einen Brauereimeister gesucht und haben einen aus Deutschland geholt, weil die halt wussten, dass die das richtig gut können. Und dann nahm das Ganze hier seinen Lauf. Der hat das hier sozusagen revolutioniert. Der hatte seine Rezeptur immer unter seinem Hut versteckt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Denkt dran, kommentiert, abonniert, stellt die Glocke ein, was auch immer. Wir freuen uns.